Von allen Videos, die ich je hochgeladen habe, ist das hier für mich persönlich das cringeste, was ich ever hochladen werde. Deswegen macht's euch gemütlich, schnappt euch einen Tee oder irgendwas zu essen, weil ich erzähle euch heute über meine Zeit als K-Pop-Trainee. Wie immer habe ich euch bei Instagram gefragt, welches Video ihr gerne sehen würdet, und das hier hatte die meisten Stimmen. Falls ihr mitentscheiden wollt, was auf diesem Kanal hier passiert, dann checkt Instagram ab. Und für die Struktur dieses Videos habe ich mir mal so ein paar Fragen überlegt, auf die ich eingehen werde. Wie wird man K-Pop-Trainee? Wie war das Trainee-Leben? Wer ist die Gruppe, mit denen ich zusammen trainiert habe? Warum wurde ich rausgeschmissen und habe ich irgendwas aus dieser Zeit für mein Leben gelernt? Beginnen wir mit der ersten Frage. Wie wird man K-Pop-Trainee? Die Antwort: durch Auditions. Fast jedes Entertainment bietet Auditions an, viele sogar das ganze Jahr über, andere nur zu bestimmten Zeitpunkten. Und oftmals sind diese global, also für die ganze Welt. Es gibt aber halt meistens eine Altersbegrenzung. Bei Instagram gibt es Seiten, die regelmäßig so Auditions sammeln und die posten. Und über so eine Seite habe ich dann diese Audition gefunden und mich beworben. Und ich cringe schon, wenn ich darüber spreche, aber egal, wir ziehen das jetzt durch. Da stand dann irgendwas von Global Girl Group Audition und ich dachte mir so, let's go. Wenn ich mich richtig erinnere, musste man ein Vocal-Video einreichen, also entweder singen oder rappen, und ein Tanzvideo. Wenn ihr wollt, dass ich auf mein Audition-Video mal reagiere oder euch das zeige, schreibt es in die Kommentare. Jedenfalls hat es gereicht. Ich habe eine Woche später circa eine E-Mail bekommen, dass ich die erste Runde für die Auditions bestanden habe. Und ich lüge euch hier nicht an. Ich habe mir davor sehr viele Videos angeguckt von, was sollte man in sein Audition-Video packen und wie und was und bla bla bla. Also ich habe mir da schon Gedanken zugemacht. Machen wir weiter mit der zweiten Frage. Wie war das Trainee-Leben? Also ihr solltet wissen, dass das Ganze war, während Corona seinen Peak hatte. Man durfte sich nicht mit mehr als, 2 oder 3 Haushalten treffen. Man durfte nicht nach, ich glaube, 9 Uhr raus. Und die Reisebeschränkungen waren auch sehr, sehr streng. Und weil man aus den meisten Ländern nicht einfach so nach Südkorea einreisen konnte, hatte das Entertainment, wo ich mich beworben hatte, ein Online-Trainingssystem eingerichtet. Man hatte verschiedene Lessons, die man nehmen musste, unter anderem Tanzen, Producen, Gesang, etwas, was ich Image Training nannte und auf jeden Fall interessant war. Auch Social Media Lessons gab es und natürlich auch Koreanisch. Zum Thema Koreanisch, man musste schon Koreanisch können, bevor man auditioned hat, aber ich habe einfach immer alles mit Google-Übersetzer und Papago geklärt. Neben den Lessons hatte man 1 bzw. 2 wöchentliche Missionen, die man erledigen musste. Und die Koreaner, die bei dem Entertainment waren, die waren halt schon vor Ort und haben auch zusammen trainiert. Und die anderen, die online waren, haben diese Mission eben zu Hause aufgenommen und dann auf dieser Plattform hochgeladen. Und es gab auch einen groben Schedule, nachdem sich die schon vor Ort waren, gerichtet haben und die noch zu Hause waren, richten sollten. Und ich lese euch das mal vor. Zwischen 6 und 7 Uhr aufstehen und fertig machen, von 7 Uhr bis 8 Uhr frühstücken, von 8 Uhr bis 9 Uhr Sport machen, von 9 bis 12 Uhr tanzen, von 12 bis 1 Uhr Mittagessen, von 1 bis 2 Uhr Sportübungen wieder mit Fokus auf Bauchübungen, von 2 bis 5 Gesang, von 5 bis 6 Image Training, von 6 bis 7 durfte man abends essen und von 7 bis 10 Songwriting, und zwischen 10 und 12 Uhr sollte man schlafen gehen. Und dieser Schedule war für montags bis Sonntag, also jeden Tag, es gab keinen Day off. Und ich glaube, unter Producen, Songwriting, Gesang und Tanz könnt ihr euch wahrscheinlich was vorstellen, bei Social Media wahrscheinlich auch, aber vielleicht bei Image Training nicht so ganz, deswegen erkläre ich euch mal, was Image Training war. Bei Image Training ging es unter anderem ums Aussehen, also um Diäten, um Gewicht und wie viel man wiegen sollte, wie man abnehmen kann. Es ging aber auch um Skincare, es ging um Facial-Massagen, also einem wurde da ganz, ganz viel eingetrichtert zum Thema Schönheit. Aber falls euch das mehr interessiert, dann mache ich auch gerne dazu ein separates Video. Schreibt es mir in die Kommentare. Und die erste Mission war für jeden, der angefangen hat, gleich. Man sollte Savage von aespa covern, also man musste immer ein Tanzcover hochladen und auch ein Gesangs- und Rap-Cover. Man wurde aber nicht nur bewertet, sondern hat auch ein Feedback bekommen, je nachdem vom Dance-Coach oder vom Vocal-Coach. Und ihr müsst wissen, jeder andere Trainee konnte die Videos sehen. Also jeder in diesem Trainingssystem konnte von jedem alles sehen. Das heißt, man hat natürlich auch mal bei den anderen reingeschaut, sich da die Tipps vom Vocal Coach oder Dance Coach angeschaut. Man konnte übrigens auch Freundschaftsanfragen stellen und mit den anderen Trainees chatten. Nach dieser ersten Mission war die zweite Mission DM von Fromis_9. Danach war es, glaube ich, aespa Streams Come True und danach war es, glaube ich, Oh My Girls Real Love. Also im Prinzip waren es einfach immer die aktuellen Girl Group Releases. Man hatte dann eine Woche Zeit, den Tanz von vorne bis hinten zu lernen und
das Lied auswendig zu lernen und zu singen und zu rappen. Und das zusätzlich zu den anderen Lessons, die man machen sollte und zusätzlich zu dem Leben, was man ja auch noch irgendwo hatte. Ne? Also A, B, C, D hatten alle unterschiedliche Songs, aber das waren die Songs, die ich hatte, weil ich war immer in der schlechtesten Gruppe. Aber ihr müsst halt auch wissen, dass ich zu der Zeit noch studiert habe. Das heißt, ich hatte Vorlesungen. Ich habe auch zu der Zeit meine Bachelorarbeit geschrieben. Das heißt, ich war eigentlich den größten Teil des Tages in der Bib und habe an dieser Bachelorarbeit gearbeitet und dann, keine Ahnung, eine Stunde pro Tag vielleicht probiert, den Tanz zu lernen. Und ich hatte auch den Tanz nie komplett drauf. Und auch die Songs musste ich dann immer mit Lyrics machen, weil ich hatte halt keine Zeit, da 100% zu investieren. Aber ich habe mir trotzdem ein bisschen Mühe gegeben. Hätte ich mir mal mehr Mühe gegeben, dann sähe mein Leben jetzt auf jeden Fall anders aus. Nach einer Weile hieß es nämlich, dass die besten Trainees nach Korea eingeflogen werden, weil das sich wieder ein bisschen gelockert hatte und dann vor Ort weiter trainieren werden. Und es haben tatsächlich 2 Mädels geschafft, und zwar Nova und Aria. Let me be a superhero. 착한 남자들에게 너는 덕배가 챙겨 마 실수를 외로워. 남지 마라 boy, they're lying. Und das bringt uns auch schon zu unserer nächsten Frage. Wie heißt die Gruppe, die dann letztendlich ihr Debüt hatten? Die Gruppe, die letztendlich ihr Debüt hatte, heißt XN. Und ich wurde von irgendwem von euch letztens in einem Livestream auf genau diese Gruppe angesprochen und ich musste so lachen. Und die Mädels haben es geschafft. Und ich meine dafür, dass die bei so einem kleinen Entertainment, wovon man vorher noch nie was gehört hat und auch keiner der Member jetzt bei irgendeiner Produce-Show mit dabei war, haben sie es geschafft, in einer relativ kurzen Zeit sehr viele Follower aufzubauen. Zur nächsten Frage: Warum wurdest du rausgeschmissen? Ich wurde nicht rausgeschmissen, ich habe einfach aufgehört. Ich habe aufgegeben. Also es lag halt daran, wie gesagt, ich musste studieren und um ehrlich zu sein, war das halt mein Fokus. Ich dachte auch teilweise, dass es Scam sei. Ich habe nicht an dieses ganze System geglaubt, aber ja, ich habe einfach irgendwann aufgehört. Interessanterweise habe ich aber im September eine E-Mail von denen bekommen, wo drin stand: Ja, das Screening ist durch, du kannst dir gerne einen Account machen. Wir glauben an deinen Traum. Und ich war so, ist das jetzt ein Scam? Ist es jetzt ein Zeichen, dass ich es nochmal probieren sollte? Naja, zur letzten Frage für heute. Habe ich irgendwas aus dieser Zeit für mich persönlich mitnehmen können? Auf jeden Fall. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wenn man etwas leidenschaftlich macht, dann findet man es nicht anstrengend. Weil no cap, ich habe dann am Anfang wirklich eine Diät gemacht. Ich habe Sport gemacht, ich war so oft laufen, ich habe getanzt, ich habe alles Mögliche gemacht und ich fand es null anstrengend. Und heutzutage, ich komme von der Arbeit nach Hause und ich bin ausgelaugt. Ich kann nicht mal einen Workout machen, wisst ihr? Deswegen, wenn man wirklich Leidenschaft für etwas hat, dann kommt es einem nicht anstrengend vor. Und das war's auch schon. Yay! Also wie gesagt, ich weiß nicht, was genau euch interessiert, deswegen, falls ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Bei genug Fragen kann ich gerne ein Part 2 machen. Und falls ihr mitentscheiden wollt, was auf diesem Kanal passiert, dann checkt Instagram ab. Und ich würde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, aktiviert die Glocke, ihr könnt das auch gerne teilen. Und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal. Ciao, ciao!